In meiner Videoreihe Memories of Johnny erzähle ich in loser Reihenfolge Stories aus dem Leben von Johnny Cash und präsentiere in jeder Folge einen Song, der zu dieser Story passt. Johnny Cashs Karriere dauerte fast 50 Jahre, von 1955 bis zu seinem Tod im September 2003. Mehr als die Hälfte davon, nämlich 28 Jahre, war er bei Columbia Records unter Vertrag. In meiner heutigen Story erzähle ich die Hintergründe seines Wechsels von Sun Records zu Columbia, gebe einen Überblick über diese Zeit bei Columbia mit seinen größten Erfolgen, aber auch einigen Misserfolgen. Am Schluss dieser Story präsentiere ich den Song All Over Again. Ich freue mich, wenn du dran bleibst. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Ich bin Thomas und gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Columbia war bereits Ende der 40er ein Gigant in der Musikbranche. Im Unterschied zu Sun Records hatten sie gleichzeitig immer mehrere namhafte Künstler unter Vertrag. Namen wie Doris Day, Rosemary Clooney und Frank Sinatra sind nur einige davon. Neben Johnny Cash, der ab August 1958 dazukam, ist sicher auch noch Bob Dylan erwähnenswert. Erwähnenswert finde ich auch, dass es die Firma Columbia war, die 1948 als erste eine analoge Schallplatte mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute auf den Markt gebracht hatte. Das wurde ja zum Standard und der hat sich bis zum heutigen Tag gehalten. Bevor ich zur eigentlichen Story komme, habe ich noch kurz zwei Details. Die Firma Columbia wurde 1887 gegründet. Sie produzierten und vertrieben zunächst die Walzen für die Edison-Phonographen. Und ab 1901 kamen die Shellac-Platten hinzu. Somit war die Weiterentwicklung bis zur modernen Schallplatte auch nur eine Frage der Zeit. Cashs Karriere begann im März 1955 mit der ersten Aufnahmesession bei Sun Records. Die Details dazu habe ich in meinem vorletzten Video bereits vorgestellt. Ich blende das Bild mal kurz mit ein. Neben den Single-Verkäufen waren es vor allem seine Tourneen, die ihn überall im ganzen Land bekannt gemacht haben. Und bereits 2 Jahre später, im Juni 1957, sang er vor 20.000 Menschen in der Town Hall Party. Im August diesen Jahres war er mit Carl Perkins auf Tour, den ich übrigens in meinem letzten Video vorgestellt habe. Auch das blende ich hier mal kurz ein. Dabei wurden Cash und Perkins von einem gewissen Don Law angesprochen. Don war Produzent von Columbia und er wollte die beiden für sein Label abwerben. Ich vermute, er rannte zumindest bei Cash offene Türen ein, wie man so sagt, denn er bot mehr Geld an und versprach ihm auch das lang ersehnte Gospel-Album, das Sam Phillips, der Chef von Sun Records, ihm immer abgelehnt hatte. Zu dieser Zeit war Cash bei Sun Records noch für 1 Jahr vertraglich verpflichtet und so vereinbarten sie mit Don Law eine sogenannte Wechseloption. Anfang 1958 hörte Sam Phillips davon und forderte Cash in seiner Enttäuschung sogar schriftlich auf, seine vertraglichen Verpflichtungen und in den Studiotagen noch bis zum Schluss zu erfüllen. Am 17. Juli 1958 war die letzte Aufnahmesession für Sun Records und bereits im September erschien die erste Single bei Columbia mit den beiden Titeln What Do I Care und All Over Again. All Over Again ist, wie ich angekündigt habe, auch der Song, den ich am Ende dieser Story heute präsentieren werde. Mit diesem erfolgreichen Auftakt bei Columbia hatte Cash alle nötigen Voraussetzungen zur Verwirklichung seiner Herzenswünsche. Bereits im November erschien die erste Langspielplatte mit dem Titel The Fabulous Johnny Cash. Diese Platte wurde Country-Album des Jahres und es enthielt auch erstmals 2 neue Titel-Eigenkompositionen von Cash, die für immer mit seinem Namen verbunden bleiben. Das sind I Still Miss Someone und Don't Take Your Guns to Town. Beide Titel habe ich in diesen Videos, die ich im Hintergrund zeige, auch bereits schon vorgestellt.
Zusätzlich wurde eine Single-Auskopplung aus diesem Album mit den beiden Titeln veröffentlicht und Don't Take Your Guns to Town wurde Cashs erster Nummer-1-Hit für Columbia. Natürlich macht es keinen Sinn, jetzt alle erschienenen Platten aufzuzählen. Nebenbei denke ich, wäre das auch ziemlich langweilig. Aber ich denke, diese Anfänge bei Columbia führten zu einer der kreativsten Phasen von Cash, nämlich seinen Konzeptalben, und sind dementsprechend auch, finde ich, wichtig zu erwähnen. Zunächst erschien 1959 sein ersehntes Gospelalbum Hymns, also Hymnen, und kurz darauf die Langspielplatte, das Album Songs of Our Soil. Das heißt wörtlich übersetzt Lieder unseres Bodens, aber ich denke, sinngemäß lässt es sich besser übersetzen mit Lieder unserer Herkunft oder Lieder unseres Ursprungs. Und ich denke, das ist auch kann man ruhig sagen, ein Vorläufer seines ersten Konzeptalbums Ride This Train, was 1960 ja erschienen ist. Und diesen virtuellen Reisebericht durch Amerika habe ich auch in dem Video, was ich im Hintergrund zeige, auch schon mal detaillierter vorgestellt. Obwohl einige dieser Alben sich nicht so gut verkauft haben, ließ Columbia ihm trotzdem viele kreative Freiheiten. 1960, das war die Schattenseite, muss man sagen, erschien zwar das Album, aber zu dieser Zeit war er auch bereits schon 3 Jahre lang drogensüchtig. Anfangs hatte er das noch ziemlich gut unter Kontrolle und seine Stimme hielt auch noch eine Zeit lang durch. Aber schon bald überwiegte die Heiserkeit und auch die leider wachsende Aggressivität. Privat lief es auch immer schlechter. Das lag wohl sicherlich auch daran, dass er ständig auf Tournee war, ständig abwesend war, und seine erste Frau Vivian zog die bis dahin 3 Töchter eigentlich alleine auf. Und auch als seine 4. Tochter Tara im August 1961 geboren wird, kann man sehr genau feststellen, dass ja eine Ehe am Ende ist. Musikalisch bleibt er allerdings auf der Autobahn. 1960 übernimmt er W.S. Holland, den Drummer von Carl Perkins, und damit werden auch zusammen mit Marshall Grant und Luther Perkins aus den Tennessee 2 die Tennessee 3. Bis 1963 haben seine Verkaufserfolge mehr oder weniger durchschnittlichen Erfolg. Dann kam Ring of Fire. Seine spätere Frau June Carter schrieb diesen Song mit Merle Kilgore, einem Tourkollegen, zusammen. Sie hatte sich auf den gemeinsamen Touren in Cash verliebt, war aber noch selber verheiratet und zunehmend verwirrt. Zunächst hat ihre Schwester Anita diesen Song aufgenommen, aber der fand kaum Beachtung. Cash träumte schließlich von diesem Song, und zwar in Begleitung von Mariachi-Trompeten. Er rief seinen früheren Produzenten und seinen persönlichen Freund Jack Clement zu Hilfe, und der half ihm tatsächlich dann auch, diesen Traum zu verwirklichen. Ring of Fire war 7 Wochen Nummer 1 der Country Charts und erreichte Platz 17 der Pop Charts. Kurz darauf hat Columbia noch eine LP auf den Markt gebracht. Die möchte ich euch hier auch nicht in real vorenthalten. Vielleicht kennst du sie ja. Ist eine ganz, ganz fantastische Zusammenstellung. Ring of Fire. So sieht sie aus. Durch einen Angestellten bei Columbia lernt er Peter LaFargue kennen, den Komponisten vieler ernster Lieder über das Schicksal der amerikanischen Ureinwohner. Daraus ist das Konzeptalbum Bitter Tears 1964 entstanden. Für dieses Album wurde er von einigen Radiostationen boykottiert. Es gab aber auch eine andere Seite. Viele bezeichneten ihn als kreativsten Kopf der Country-Musik, und das Album gilt als wahrhaft repräsentativ für amerikanische Indianer. In dieser Zeit hatte Cash übrigens auch Bob Dylan kennengelernt. Ende der 60er hatte Cash nicht nur seine 10-jährige Drogensucht überwunden, sondern er konnte auch ein weiteres Herzensprojekt verwirklichen, nämlich eine Live-Album in einem Gefängnis. Sein bisheriger Produzent Don Law von Columbia hatte ihm das immer verweigert. Der ging aber irgendwann in Ruhestand,
Und dann wurde Dylans Produzent, der hieß Bob Johnston, wurde dann auch für Cash zuständig. Der war von Anfang an begeistert, macht sich sofort an die Arbeit und hat die Konzerte und die Live-Aufnahmen erst möglich gemacht. Es wurden Cashs größte Verkaufserfolge. Außerdem lernte er Ende der 60er noch jemanden anders kennen, nämlich Kris Kristofferson, der arbeitete bei Columbia als Hausmeister. Und Kris gilt ja heute als einer der größten und einflussreichsten Singer und Songwriter aller Zeiten. In den Folgejahren veranstaltete Cash auch bis 1971 seine TV-Show, die Johnny Cash Show. Und in dem Jahr erschien auch erstmals sein Song Man in Black, der für alle Zeiten zu seinem Markenzeichen und Image wurde. Cash war zu der Zeit einer der bedeutendsten Künstler weltweit. Allerdings blieben größere Verkaufserfolge tatsächlich aus. Seinen letzten Nummer-1-Hit hatte er 1976 mit One Piece at a Time, ein Song über einen Automobilarbeiter, der in seiner Firma Autoteile klaut und sich im Laufe der Jahre nach und nach ein Auto daraus zusammenbaut. Bis 1984 blieb es zumindest bei den Plattenverkäufen eher ruhig, und zwar bis er bei den Dreharbeiten für eine Weihnachtsspezialsendung mit Waylon Jennings, Willie Nelson und Kris Kristofferson zusammengearbeitet hat. Und während dieser Dreharbeiten wurde die Idee zur Gründung der Gruppe Highwaymen geboren. Trotz dieser neuen Erfolge war Cash bei Columbia offensichtlich schon ziemlich abgeschrieben und schließlich haben sie auch 1986 dann entschieden, den Vertrag nicht weiter zu verlängern. Es gab darüber sehr geteilte Meinungen. Einige haben gesagt, dass Cash als Künstler so bedeutend war, dass er Columbia und Nashville erst groß gemacht hat und so einen Abgang nicht verdiente. Ein führender Columbia-Kopf soll sogar später diese Entscheidung bedauert haben, aber es war zu spät. Für Cash ging es danach beim Label Mercury weiter und ab 1994 bei American Recordings, aber das ist eine andere Story. Ich komme damit jetzt zum Song. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, stammt er von der ersten Columbia-Single. Er erreichte Platz 4 der Country Charts und so klingt er. Every time I look at you, I fall in love all over again. Every time I think of you, it all begins all over again. One little dream at night and I can dream all day. It only takes a memory to thrill me. One little kiss from you and I'll just fly away. Pour me out your love until you fill me. I wanna fall in love beginning from the start. All over again. Show me how you stole away my heart. All over again. One little dream at night and I can dream all day. It only takes a memory to thrill me. One little kiss from you and I just fly away. Pour me out your love until you fill me. I wanna fall in love beginning from the start. All over again. Show me how you stole away my heart. All over again. All over again. All over again. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Da habe ich mir die tolle Vierer-Kombination der Highwaymen ausgesucht und möchte gerne deren Geschichte erzählen. Ich präsentiere allerdings erstmals einen Song, den Johnny Cash, soweit ich weiß, nie gesungen hat, der aber super zu dieser Story passt. Ich leihe mir ihn bei Willie Nelson. On the Road Again heißt er. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.